Ja, hallo zu diesem Video. Heute wieder aus Deutschland. Ich bin mittlerweile, beziehungsweise wir, Selma und ich, sind mittlerweile seit 2 Wochen schon wieder in Deutschland. Und die letzten Videos, die hatte ich ja in 2 Teile aufgeteilt. Deswegen war ich dort noch in Georgien, aber bin jetzt wieder hier und wollte jetzt einfach mal zusammenfassen, wie meine Zeit dort war, weil ich war ja nicht für 1 Woche oder 2 Wochen, sondern für über 3 Monate dort. Und da bekommt man natürlich einen tieferen Einblick auch in die Kultur, man lernt viel mehr Menschen kennen und kann dann ganz gut einschätzen, wie das Land so tickt, würde ich mal sagen, oder die Menschen so drauf sind. Und das werde ich jetzt probieren, so gut wie es geht, zu teilen in diesem Video. Und am Ende des Videos werde ich dann erzählen, wie es mit meinem YouTube-Kanal weitergehen wird, weil sonst war ich ja immer unterwegs und habe da die Reisevideos geteilt. Und jetzt bin ich ja wieder in Deutschland. Und ja, deshalb werde ich euch da am Ende informieren, wie es weitergeht. Und jetzt geht's aber los mit meinem Fazit. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass es wirklich eine wunderbare Zeit war. Also es war wirklich so schön, irgendwie schon von Tag 1 an. Klar, es gibt immer seine Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen war es wirklich super toll. Und ich wäre auch noch länger gerne... Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich es nur empfehlen kann, nach Georgien zu gehen. Das Land ist so wunderschön, die Leute sind super nett und ja, es lohnt sich einfach total. Man wird dort quasi von den Leuten und von dem Land umarmt. Natürlich jetzt nicht auf die körperliche Art und Weise, sondern irgendwie ja, symbolisch gesehen. Und das hat mir auch ein Georgier so gesagt, wenn man nach Georgien kommt, dann werden einen die Georgier und Georgierinnen mit Sicherheit umarmen, eben auf diese symbolische Art und Weise. Und das fand ich ganz schön und auch sehr, sehr passend. Wenn du meine Videos informativ und hilfreich findest, dann zeig mir das doch gerne durch einen Daumen nach oben und abonniere auch gerne meinen Kanal, so verpasst du keine neuen Videos von mir. Da kannst du auch gerne die Glocke neben dem Abonnieren-Zeichen aktivieren und weißt immer Bescheid, sobald ich im nächsten Land unterwegs bin oder wieder ein Video über Georgien hochgeladen habe oder Tipps zum Thema Reisen. Deswegen gerne abonnieren und es geht jetzt weiter. Was ich so spannend finde, ist, dass Georgien nicht größer als Bayern ist. Und trotzdem gibt es so viel dort zu sehen. Man hat die hohen Berge, man kann dort Skifahren, enorm gut wandern gehen, hat unglaubliche Aussichten. Man hat das Meer, große Städte und eine große Stadt direkt am Meer, nämlich Batumi, die zweitgrößte Stadt von Georgien. Dann natürlich noch Tbilisi, wo sehr viele interessante Leute rumlaufen. Es gibt viel dort zu sehen. Und dann gibt es Wälder, es gibt schöne Seen, es gibt Wüstenlandschaften. Dahin habe ich es noch nicht geschafft in meinem 3-monatigen Trip. Aber ich werde mit Sicherheit nochmal nach Georgien gehen, weil das hat mir, beziehungsweise uns, meiner Freundin und mir, ich bin ja mehr oder weniger durch sie dorthin gekommen, super gut gefallen. Genau. Und es gibt natürlich auch immer Höhen und Tiefen. Und in den meisten Fällen ist wirklich immer alles super gelaufen. Klar, jetzt am Ende in der letzten Woche in Tbilisi, da gab es einige Proteste und die gingen auch leider von homophoben Leuten aus, die dann auch gewisse Personen angegriffen haben, auch mehrere Reporter, viele Reporter, was dann halt sehr schade ist zu hören, das ging auch in die Medien und ja, Homophobie ist mit Sicherheit ein Thema dort, aber trotzdem finde ich, sollte man das Land jetzt nicht darauf reduzieren. Auf jeden Fall muss da was gemacht werden, das ist überhaupt nicht cool, dass das so ist, wie es gerade ist, aber naja, jedes Land hat irgendwie seine Schattenseiten und das ist eben eine von Georgien. Trotzdem sehr empfehlenswert, dorthin zu gehen, weil es einfach so viel zu entdecken gibt und eben das ganze Land noch nicht so touristisch ist. Es wird immer mehr, es kommen immer mehr Menschen aus aller Welt nach Georgien, aber man kann wirklich noch die unberührte Natur und auch teilweise unberührte Kultur erleben. Gerade wenn man dann ins Ländlichere fährt, in den Städten ist es natürlich schon touristisch und sehr international, würde ich mal behaupten. Aber auf den Dörfern kann man da wirklich schon sehr, sehr spannende Dinge erleben. Und
das finde ich halt sehr spannend. Irgendein Land, wo vielleicht noch nicht allzu viele Leute waren, wo es vielleicht noch nicht allzu viele Berichte drüber gibt. Und wenn dich im Detail interessiert, was es so in Georgien zu sehen gibt, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Georgien-Playlist hier irgendwo. Da habe ich einige Videos über Georgien gemacht, über Wanderungen, über Städtetrips, Roadtrips und alles Mögliche. Und da kann man auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Einblick von Georgien bekommen. Aber am besten ist es natürlich, selber hinzufahren. Ich habe da auch einige praktische Tipps gegeben, verlinke ich auch hier. Bevor du dorthin gehst, gibt es vielleicht so ein paar Dinge zu beachten oder die man wissen sollte. Mir hätten sie auf jeden Fall gut geholfen. Genau, und ja, das wäre es auch schon gewesen mit meinem Fazit. Es gibt natürlich noch so viel mehr zu sagen, aber das war so das, was mir jetzt eingefallen ist und auch so die wichtigsten Sachen. Sehr empfehlenswert. Eine Sache vielleicht noch, die ich sagen kann, ist es sehr, sehr günstig im Vergleich zu Deutschland. Also mit 1.000 Euro monatlich, mal angenommen, kann man da wirklich so viel machen. Also man kann seine Wohnung haben, man kann durch die Gegend reisen, man kann sehr, sehr weit kommen damit. Und gerade auch wenn man das Essen der Einheimischen isst, das Essen auch noch ein guter Punkt, fällt mir gerade ein. Super lecker, ich vermisse es jetzt schon sehr. Es gibt auch viele vegetarische und vegane Optionen, da sie sehr oft fasten, falls das ein Thema sein sollte. Also, wow, jetzt hätte ich sehr, sehr Lust auf Lubiani gerade. Ich blende hier mal ein Bild ein, was Lubiani ist. Ein super leckeres Teiggericht mit Bohnen innen drin. Und ja, deswegen, also, was ich auch so faszinierend fand, war, dass es sich mehr lohnen würde, nach Georgien zu fliegen und dort 2 Wochen Skiurlaub zu machen, anstatt nach Österreich beispielsweise zu gehen. Da könnte man von demselben Geld nur eine Woche vielleicht Urlaub machen und auch nicht mal jeden Tag Skifahren, weil die Pässe da so teuer sind. Und in Georgien haben wir zum Beispiel nur 10 Euro für eine Tageskarte bezahlt und das ist wirklich kein kleiner Lift oder so. Das ist mit Gondeln, ganz viele verschiedene Strecken und das ist natürlich auch schön. Also, und dann kann man natürlich noch am selben Tag, wenn man möchte, ist natürlich ein bisschen stressig, von der Piste ans Meer fahren und im Meer schwimmen gehen, wenn man das möchte. Ist vielleicht noch ein bisschen kalt, aber es ist möglich. Also einfach nur wow. Und das war es jetzt wirklich mit dem Fazit. Und jetzt erzähle ich noch, wie es weitergeht mit meinem YouTube-Kanal. Zum einen habe ich da schon wieder was in Planung, auch eine Reise, aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen, weil das auch gewisse Dinge noch nicht ganz feststehen. Deswegen werde ich da erstmal nichts zu sagen, aber wenn es dann soweit ist, wird es sehr spannend, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber dazu irgendwann später in ein paar Wochen oder einem Monat, vielleicht auch erst in 2 Monaten, wer weiß, mehr. In der Zwischenzeit habe ich natürlich sehr, sehr viel Material gesammelt mit meiner Kamera und sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und viel über das Land gelernt. Und deshalb werde ich noch einige Videos über Georgien machen, Zusammenschnitte oder Videos, die euch helfen können, falls ihr nach Georgien gehen möchtet. Aber auch grundsätzlich will ich gerne weiterhin Videos machen zum Thema Reisen, wie man zum Beispiel eine Reise plant, wie man am besten das Land findet, was für einen das Beste ist und so weiter und so fort. Also es wird weiterhin beim Thema Reisen bleiben natürlich. Und eine Frage hätte ich jetzt mal an euch und zwar: Was interessiert euch am meisten an Georgien? Habt ihr da vielleicht so eine Frage, die ihr noch nicht beantwortet bekommen habt und die euch brennend interessiert, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt noch über Georgien wissen? Dann schreibt mir diese Frage, wenn ihr die habt, oder denkt nochmal nach, doch mal in die Kommentare und dann werde ich darauf im nächsten oder im übernächsten Video drauf eingehen, weil ich ja jetzt, wie schon gesagt, so viel Erfahrung und Wissen über Georgien gesammelt habe, dass ich das auch sehr gerne wiedergeben würde. Und deswegen die Frage an euch: Was interessiert euch dort am meisten? Und ja, damit könnt ihr mir auf jeden Fall helfen, neuen Content zu bringen. Und ich kann euch damit helfen, in den nächsten Videos Informationen über Georgien zu sammeln, falls ihr selber dorthin gehen möchtet oder einfach nur interessiert seid. Und das war es jetzt auch schon mit meinem Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesmal ein etwas anderes Format. Und was beim nächsten Video kommt, da würde ich sagen, lasst euch einfach überraschen. Und abonniere natürlich gerne meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat und du weiterhin Infos erhalten möchtest zum Thema Reisen, zum Thema Georgien und auch vielleicht zum Thema, was ich in Zukunft für Reisen machen werde. Ansonsten like auch gerne das Video und wie schon gesagt, schreibt mir einen Kommentar. Und das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal.